Ja, mein lieber Scholli, was ist denn innerhalb von einer Woche hier passiert? Die Pflanze hat nochmal ordentlich Gas gegeben hier. Hallo, herzlich willkommen bei Mozartig. Ich bin der Michi und heute haben wir Sonntag. Ich habe vor ein paar Stunden das letzte Video online gestellt und ich fasse es nicht, ey. Wir haben die 500er Abonnentenmarke überschritten. Ihr seid echt der Wahnsinn, Leute. Ich wäre total verrückt. Und weil mich das so sehr motiviert, hat es mich direkt wieder in den Keller runter verschlagen. Denn wir haben ja jetzt was vorzubereiten. Es muss ja weitergehen. Und wir haben hier das Saatgut. Und zwar von Royal Queen Seeds, die OG Kush, wie versprochen. Und hier das von Mahatma Ganja bereitgestellte Saatgut von Seedsman, die Purple Oreos F1. Und das ist ganz wichtig, natürlich hier unten eine schöne Drainage drin zu haben, ja, dass es hier nicht zu Feuchtigkeitsstau kommt. Ich habe nicht vor, besonders viel in diesem Versuch zu gießen. Also die Erde, die ich hier verwenden werde, ist wieder die Profi Perfect Bud Lightmix Erde von meinem freundlichen Erdenhersteller hier um die Ecke, Kleeschulte. Ich habe da jetzt ganz gute Erfahrungen mit gemacht und ich habe auch mit Kim von Couple of Plants gesprochen. Das ist überhaupt kein Problem, wenn man die Voranzucht eben mit einer Anzuchterde macht. Also ich hätte natürlich jetzt auch direkt die Living Soil hier nehmen können, aber mit der Living Soil, die spare ich mir lieber doch für den Hauptgrow auch auf. Ja, mir ist wichtig immer, auch im Sinne der Nachhaltigkeit eben, wir haben ja jetzt nun mal diese Anzuchterde hier da und das wäre zu schade, ich will ja nichts wegschmeißen. Also verwende ich für die Anzucht letztendlich auch diese Erde, mache das Ganze nicht zu tief. Und dann fangen wir doch mal mit der OG Kush hier an. Wir haben nur einen Samen, also damit muss es funktionieren. Wie gut. Ihr kennt es ja aus meiner Saatgutauslosung. Ich habe ja noch viele, viele andere Samen da. Aber OG Kush war in der Saatgutverlosung tatsächlich nach der Amnesia Haze Zweitplatzierter. So, und hier gucken wir jetzt rein. Purple Oreos F1. Nochmal ganz lieben Dank, Mahatma, dass ich hier mitmachen kann. Ich werde mir größte Mühe geben, die Pflanze mit Liebe zu behandeln. Jetzt haben wir hier 3 Samen sogar bekommen. Okay, wer darf einziehen? Ene mene Miste, es rappelt in der Kiste. Sag mir erst, wie alt du bist. 1. Gut, dann darfst du einziehen. Gute Reise, kleiner Freund. Und am besten lagert man diese Samen dunkel, trocken und kühl. Bei mir kommen sie einfach in den Kühlschrank zurück, in eine kleine Tupperdose. Und dann sollten die auf jeden Fall auch noch für weitere Versuche zur Verfügung stehen. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und genauso fühlt es sich für mich gerade auch hier wieder an, wenn ich diese kleinen Töpfchen da vor mir sehe. Leute, so ein Labelprinter, falls ihr noch keinen habt, also die kosten wirklich nicht die Welt, aber sie sind in jedem Haushalt wirklich echt eine große Hilfe. Verlinke ich euch unten in den Beschreibungen. Funktioniert wirklich super mit dem Labeln. Das Einzige, was nicht so gut funktioniert, ist, die sind nicht wirklich besonders sonnenlichtbeständig. Also wenn ihr was draußen labeln wollt, irgendwie im Blumentopf, jetzt gerade in der Outdoor-Zeit, dann kann es sein, dass die mit der Zeit eben ihren Schriftzug verlieren. Sehr schön, schaut euch das mal an hier. Der hört sich immer so traurig an, wenn man ihn ausschaltet. Ne? So, und nun ist unser Mini-Gewächshaus good to go. Hier liegt sie, unsere Anzuchtmatte von Mars Hydro, aber sollte gut auf jeden Fall in das Zelt vorne reinpassen. Und diese Heizmatte hier hat 20 Watt Verbrauch. Und hier wird dann letztendlich das kleine Mini-Gewächshaus dann draufstehen. Ja. Und diese Heizmatte hier hat so einen ganz normalen EU-Stecker. Heißt also, ich könnte sie jetzt auch so direkt schon in den Stromstecker reinstecken. Dann würde sie aber ungeregelt heizen und die ganze Zeit 20 Watt ziehen und vielleicht auf 30, 35 Watt hochgehen. Und das könnte dann schon wieder für unser zartes Saatgut hier drin eben zu viel sein. Dafür hat uns Mars Hydro aber neben der Heizmatte auch noch diese Steuerungseinheit hier mitgegeben. Und schaut mal hier, das ist der Controller. Und von dem Controller
geht so eine Temperaturfühler hier ab. Seht ihr das? Und diesen Temperaturfühler, den stecke ich jetzt bei unserer Purple Oreos oder bei der OG Kush. Na, du bist hier gerade auf der Seite. Den stecke ich hier direkt eben mal mit rein in die Erde, damit wir einfach auch die Keimtemperatur nicht irgendwo hier außen oder irgendwo im Zelt ablesen, sondern direkt dort, wo es wichtig ist, nämlich im Topf bei den Pflanzen. Der Controller hat auch noch einen Anschluss. Ja, da kommt der Anschluss der Heizmatte mit dran. Der Controller ist nun an. Zeigt uns auch direkt schon an, Power ist on, Output, das heißt die Heizmatte steckt und Grad Celsius ist auf Grad Celsius eingestellt. Und wir sehen, er ist gerade bei 17,1 Grad, also die Erde mit dem Wasser, was ich da reingegeben habe, ist ungefähr bei 17 Grad. Und die Heizmatte wird nun anfangen, langsam hochzuheizen. Ich habe mich nicht eingelesen, ne? Ich habe keine Bedienungsanleitung gelesen. Gibt es hier einen Punkt, der heißt Set. Und wenn man das gedrückt hält, dann springt der hoch auf 34 Grad. Und 34 Grad ist keine Temperatur, das brauchen wir nicht zum Keimen. Also gedrückt halten, es fängt an zu blinken. Jetzt haben wir hier unten Pfeiltasten und ich stelle uns das auf 25 Grad ein. Drücke wieder auf Set, zack. Jetzt ist es umgesprungen und ihr seht, die 25 Grad sind jetzt hier im Controller mit eingespeichert und die Heizmatte wird jetzt gleich hier anfangen hochzuheizen, bis die Temperatur in dem kleinen Topf eben bei 25 Grad ist. Werden wir aber morgen früh kontrollieren, ob das auch so passt. Wir haben hier ja wieder Platz. Trauermückengefahr ist gebannt. Oh Gott, ich hoffe nicht, dass mir irgendjemand gerade zuhört, der diesen Dialekt spricht. Es tut mir leid. Für mich ist es für heute Abend schon genug. Morgen werde ich mich um die Living Soil von Couple of Plants kümmern. Da werden wir alles vorbereiten und ich werde noch ein paar Worte zu den einzelnen Komponenten in der Living Soil sagen. Was ist in der Living Soil drin? Worauf kommt es an? Was macht eine Living Soil denn überhaupt so speziell? Ich freue mich drauf und ich bin richtig gespannt, wie sich das dann da drinnen im Zelt machen wird. Eine neue Woche hat begonnen. Ihr seht, hier wird schon mal was vorbereitet. Sobald auf dem Boden hier diese Plane ausgelegt ist, bedeutet das was Schweinisches. Nein, gucken wir uns doch das mal an, womit wir hier gestern aufgehört haben. Hier mit unserem wunderschönen 70x70x160er Mars Hydro Zelt. Hier haben wir gestern auf einer Heizmatte von Mars Hydro mit einem Controller unser neues Saatgut ausgebracht. Und zwar die OG Kush von Royal Queen Seeds und die Purple Oreos F1 von Seedsman. Das Saatgut, was uns Mahatma Gandhi zur Verfügung gestellt hat. Und wir hatten ja gestern hier gemessen. Ne? Ihr erinnert euch, 17 Grad wurde eingestellt. Wir haben es auf 25 hochgeregelt. Und ihr seht, jetzt ist es gerade bei 24,8. Also es pendelt so bei 25,1, 24,8 hin und her. Und das hat super funktioniert. Ne? Also ganz ohne Anleitung durchlesen, intuitiv, regelbar. Ja, das sieht aus hier. Wer erinnert sich an die Szene bei Titanic mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet? Ich sehe hier noch keine Hand. Da gucken wir mal rein. Schön beschlagen, weil es ja natürlich ordentlich warm ist. Und da sehen wir die beiden Töpfchen hier. Einmal die OG Kush und die Purple Oreos. Und wir testen jetzt einfach immer mal ganz sachte mit dem Finger. Fühlt es sich noch feucht an? Ja, es fühlt sich feucht und nicht nass an. Das ist also soweit in Ordnung und da werden wir jetzt auch nichts weiter machen. Hier hinten seht ihr, ist ein bisschen Platz jetzt im Zelt. Den werden wir jetzt füllen, denn wir füllen uns jetzt diese Stoffsäcke hier mit der tollen Erde hier, die uns Kim zur Verfügung gestellt hat, von Couple of Plants Cannabis Living Soil. Und das machen wir jetzt zusammen und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was über die Erde. Ja, meine lieben Freunde, denn aus meinen alten Videos habt ihr ja mitbekommen, dass wir von Kim, von Couple of Plants, hier zweimal 25 Liter hochwertige Living Soil zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und das passt natürlich wunderbar perfekt zu unserem neuen Anbauzelt und zu dem Saatgut, was wir von Mahatma bekommen haben. Ich muss aber erstmal dazu sagen, also Living Soil ist für mich absolutes Neuland. Ja, ich werde hier meine ersten Erfahrungen mit euch zusammen machen.
Natürlich wird mich Kim bei Rückfragen immer mal wieder unterstützen und wir werden sehen, wie unsere Ergebnisse dann also mit der Living Soil aussehen werden. Erinnert euch, hier in dem Zelt haben wir eine ganz normale vorgedüngte Erde. Da dünge ich jetzt auch erstmal überhaupt nichts und umso mehr bin ich gespannt, wie das Ganze hier mit der Living Soil funktionieren wird. Kurz zu der Living Soil von Couple of Plants. Also Kim macht das alles hier alleine. Ja. Der kauft sich diese hochwertigen einzelnen Zutaten von höchster Qualität zusammen, mischt das alles per Hand. Also da wird nichts in den Bottich gerührt oder ein Bagger wirft alles durcheinander. Also das wird alles per Hand abgewogen, per Hand gemischt, per Hand abgepackt und dann natürlich auch per Hand zu euch dann da draußen in den Versand gegeben. Und da steckt wirklich unglaublich viel Liebe drin. Also und hier in dieser Living Soil von Kim, ich habe mit Kim lange telefoniert, stecken viele Jahre eigene Entwicklung drin. Kim hat hier wirklich sich viel mit Literatur beschäftigt, hat jahrelang daran gearbeitet, etwas hinzugegeben, etwas weggelassen und ist schlussendlich nun auf dieses Rezept für diese Living Soil gekommen, mit denen er, man kann es auf seinem eigenen Kanal auch sehen, sehr gute Ergebnisse erzielt und da hat er auch schon ein paar Reviews von anderen Kunden, also das sieht wirklich spannend aus und ich verspreche mir tatsächlich auch sehr viel. Mit diesem Einstiegspaket, was Kim mir geschickt hat, gab es auch diese Stoffbeutel hier, Stofftöpfe. Ich persönlich habe noch nie irgendwas in einem Stofftopf hier angebaut, außer vielleicht den Ficus oben, aber der zählt jetzt hier nicht in dieses Projekt mit rein. Und ganz wichtig ist, das sind auch ganz schöne Oschis hier. Ich meine, es müssten 25 Liter sein, denn Kim hat zu dem Einstiegspaket hier auch so einen wichtigen Zettel mit dazu gelegt, mit wichtigsten Tipps zum Gießen und allgemeinen Tipps. Und hier steht eben auch drauf, dass mindestens ein Topf oder Beetvolumen von 25 Litern zu wählen ist, damit eben auch genug Mikroorganismen da sind, um die Nährstoffe umzusetzen, die eben auch so eine Hochleistungspflanze benötigt. Und dann würde ich doch einfach mal sagen, schnappen wir uns unser Messer und schlitzen den ersten Beutel hier mal auf. Also das riecht wirklich wie so ein richtig schöner Waldspaziergang. So, man geht durch den Wald und es hat gerade geregnet. Gut, also dann würde ich mal sagen, keine Zeit verlieren und ab mit der Erde hier in den Topf rein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das überhaupt so in Ordnung ist, dass ich da mit meiner Hand dran gehe, die allerdings frisch gewaschen ist, nicht desinfiziert. Ja, was ist denn hier in dieser Erde so besonders drin? Was macht das Ganze denn überhaupt zur Living Soil? Also hier in dieser Erde, da steckt einmal sehr nährstoffreicher Wurmhumus drin. Das ist ja letztendlich die Ausscheidungsprodukte von Regenwürmern, die sich von nährstoffreichen organischen Abfällen ernähren. Die ziehen dann das davon raus, was sie brauchen und das, was sie eben nicht brauchen, die Regenwürmer, geben sie in Form von nährstoffreicher Erde ab. Und dieser Wurmhumus wird gerne dazu gegeben, um eben die ganzen Nährstoffe in diese Erde mit reinzubringen. Ja? Und neben dem Wurmhumus befindet sich hier in der Erde auch eine biologische Pflanzenkohle mit drin. Pflanzenkohle aus Bio-Kakaoschalen. Und die hat Kim ausgewählt, einmal weil diese Bio-Pflanzenkohle eine sehr hohe Oberfläche hat. Und eine hohe Oberfläche wird dann benötigt, wenn sich Mikroorganismen gerne irgendwo ansiedeln möchten. Ja, also damit die Mikroorganismen nicht bei jedem Gießen immer wieder rausgespült werden, brauchen die Siedlungssubstrat. Und dazu ist diese Pflanzenkohle einmal sehr gut geeignet. Und zudem hat die Pflanzenkohle auch durch die hohe Oberfläche eine gute Möglichkeit, Nährstoffe zu speichern, ja, die dann mit der Zeit durch die Mikroorganismen letztendlich freigesetzt werden können. Ja, neben dem Wurmhumus und der Pflanzenkohle sind hier auch noch Seealgen, getrocknete Seealgen mit bei. Und diese Seealgen dienen natürlich zusätzlich als Nährstoffquelle, aber, so hat es mir Kim gesagt, bieten sie vor allem auch der Pflanze ein nicht zu unterschätzendes Potenzial an Wachstumshormonen. Einmal für die Pflanze, aber auch für die Wurzeln an sich, die sich dann da wunderbar ausbreiten können.
Und Seealgen hatten wir drin, genau, was hat man noch? Neempresskuchen ist mit beigemischt. Neem, den Neembaum kennen viele vielleicht von euch, ich hatte es in meinem letzten Video auch erwähnt. Kennt man als Neemöl, ja, das ist so ein Extrakt, das daraus hergestellt wird, wird gegen Insekten eingesetzt. Und hier ist Neempresskuchen eine zusätzliche Nährstoffquelle, aber dadurch, dass da natürlich auch Bestandteile von diesem Neemöl mit bei sind, ist es zusätzlich ja, ein kleiner Schutz sozusagen proaktiv gegen eventuelle Schädlinge wie Trauermücken, die hier sich vielleicht breit machen könnten, wenn irgendjemand nicht besonders clever ist und etwas zu leichtsinnig irgendwelche Pflanzen von draußen hier reinschickt. Keine Ahnung, wer so blöd sein könnte. Ja, und jetzt habe ich gerade die ganze Zeit so Komponenten aufgezählt, die von sich aus ja kein Leben mit reinbringen. Aber auf Kims Website, auch Couple of Plants, kann man nachlesen, dass hier tatsächlich bis zu 15 verschiedene Arten von Mykorrhiza-Pilzen zugesetzt wurden. Mykorrhiza ist wahrscheinlich vielen von euch auch schon da draußen ein Begriff, aber das sind Pilze, die in dem Boden leben und die in einer Symbiose mit den Pflanzenwurzeln stehen und die Pflanzenwurzeln darin unterstützen, verbessert Wasser aufnehmen zu können, aber eben auch Nährstoffe aus der Erde aufschließen zu können. Und die bilden sich wirklich wie so ein Geflecht um die Wurzeln rum. Sieht total spannend aus. Da gibt es sehr interessante Mikroskopaufnahmen. Ich stelle euch mal eine hier rein. Und da gibt es tatsächlich 15 verschiedene Stämme. War mir jetzt auch nicht bewusst, dass es da so vielfältig ist, auch in der Mykorrhiza-Welt. Ja, und neben den Mykorrhiza-Pilzen sind hier noch 5 verschiedene Stämme von Trichoderma-Pilzen mit beigesetzt worden. Hier sind nicht nur Pilze zugesetzt, nicht nur Trichoderma oder Mykorrhiza, sondern eben auch nochmal 12 verschiedene Arten von verschiedensten Bakterienstämmen, die alle letztendlich die Aufgabe haben, an verschiedenen Stellen der Nährstoffkette oder sei es für Mengenelemente oder Spurenelemente zur Verfügung zu stehen, um das mit der Zeit aus der Erde herauszulösen und der Pflanze zur Verfügung zu stellen. Also das ist das, was die Living Soil ausmacht. Ja? Mikroorganismen, die im Zusammenspiel mit der Pflanze die Nährstoffe der Erde hier aufschließen und schön zusammenarbeiten. Deswegen ist es wichtig, dass die Erde niemals komplett austrocknen darf, ja, weil diese Mikroorganismen benötigen natürlich alle Wasser, eine gewisse Feuchtigkeit und vor allem ist es bei einer Living Soil nicht angeraten, mit mineralischen Düngern zu arbeiten. Ich habe die Videos gesehen von Kim und viele Vergleichsvideos zeigen, dass lange Zeit kein Dünger verwendet werden muss. Und wenn, dann soll man natürlich auf organische Dünger zurückgreifen. Sollte es wirklich erforderlich sein, würde ich mich mit Kim dann natürlich nochmal abstimmen. Jetzt ist meine Geduld am Ende. Gucken wir mal, das sind ja 25 Liter in diesem Stoffsack. Ob wir das alles da reinbekommen, passt wie Arsch auf Eimer. Jetzt verteilen wir das hier nochmal schön großzügig. Die 25 Liter Erde haben sehr, sehr gut hier reingepasst in den Stofftopf. Kloppen das auch nochmal ordentlich fest, dass die Erde schön bis an den Rand ist. Wichtig ist, dass das hier wirklich gut gefüllt ist, dass wir hier keine Luft irgendwo drin haben. So. Ja, abschließend noch zu sagen, sind hier noch natürlich geheime Zutaten mit drin. Bis zu 15 weitere Zusätze. Alles, was letztendlich dann für die Mikroorganismen wichtig ist, um hier Stück für Stück einfach die Nährstoffe freizusetzen. Der erste Topf ist also vorbereitet. Wir haben jetzt hier 25 Liter unserer Living Soil drin. Machen wir den zweiten Topf fertig und dann streuen wir hier gleich gemeinsam noch die Kleemischung oben aus. Trick 17. Und dann sehen wir jetzt unser Klee hier oben drauf, feuchten das gut an und dann kommen die Säcke in das Mars Hydro Zelt. Und dann wird die Lampe mal auf ganz, ganz leicht eingeregelt, damit der Klee den Lichtreiz von oben bekommt. Super. Ja, im Laufe der Zeit des Grows mit so einer Living Soil ist es auch immer mal erforderlich, den Mikroorganismen auch mal neue Nährstoffe zur Verfügung zu geben. Und das wird in der Form von so einem Komposttee gemacht. Den muss man sich dann ansetzen, da kommen wir dann zur gegebenen Zeit noch drauf.
Da macht man sich definiertes Volumen an Flüssigkeit, gibt Komposttee dazu und lässt das Ganze belüften mit so einer Aquaristikmembranpumpe und heizt das Wasser ein bisschen auf. Und dann gießt man diese Living Soil mit diesem Kompost hinzu. Wenn der Run durch ist mit der Living Soil, kann man diese wohl auch entweder mit Bloom Shots oder mit Grow Shots Dünger auch wiederverwenden. Und das werden wir natürlich auch versuchen, ja, weil ich einfach da ein Fan, wie gesagt, von Nachhaltigkeit bin. Wäre es einfach zu schade, hier ist nämlich auch Torf mitverwendet worden, wenn man das dann einfach auf den Kompost wirft. Da wäre es doch viel schöner, wenn man das sich wieder aufarbeiten könnte, um es für den nächsten Run dann wieder zu verwenden. Wo habe ich denn die Kleemischung jetzt hin? Hey, sowas gibt's ja nicht. Als zusätzlicher Start, und das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich saucool hier. Na, da gibt es dann eine Kleemischung und Klee ist imstande, Stickstoff zu fixieren. Also Stickstoff, der hier in unserer atmosphärischen Luft ist, kann dieser Klee hier aufnehmen und in die Erde einspeichern. Und das machen wir jetzt auch direkt, ja. Also wir müssen jetzt nicht direkt warten, bis es da was Grünes drin gibt, sondern wir streuen uns jetzt hier mal so eine ganz, ganz dünne Schicht Klee mit aus, nicht zu viel. Ich komme hier gerade vor wie bei meinem Microgreen Grow. Aber Kim hat uns hier wirklich eine ordentliche Menge von diesem Kleemix auch zur Verfügung gestellt. So, ich hoffe, dass es nicht schon zu viel ist. Und das Ganze wird jetzt angefeuchtet. Ich feuchte das jetzt hier nur leicht an, damit ich das gleich direkt dann reinstellen kann in die Growbox. Und dann feuchte ich natürlich die Erde noch mal ein bisschen stärker an. Soll ja nicht austrocknen, die Living Soil, denn die wird ja jetzt sozusagen aktiviert hier. Aber so bleibt das Klee-Saatgut ganz gut haften oben auf der Erde. Ja, das schütteln wir jetzt nicht gleich hier ab. Und dann packen wir es jetzt ab ins Mars Hybrid Zelt. Ja, mein lieber Scholli, was ist denn innerhalb von einer Woche hier passiert? Die Pflanze hat nochmal ordentlich Gas gegeben hier. Unsere kleine Royal Haze Automatic hat die 6. Woche nun hinter sich. Schaut euch das mal an. Also hier, ich würde sagen, die Blätter sehen wieder deutlich gesünder aus jetzt in der letzten Zeit. Also dadurch, dass sie hier nochmal richtig schön wachsen konnte, hat sie nochmal schön Stickstoff aus der Erde rausziehen können. Blätter zeigen jetzt nicht mehr so eindeutige Anzeichen. Hier sieht man noch vereinzelt so eins von den älteren Blättern, die so diese Adlerkrallen, Adlerklauen gebildet haben. Und ich finde, bis jetzt macht sie sich sehr, sehr schön, jetzt in der 3. Blütewoche. Was haben wir hier hinten? Klimatische Bedingungen sind wir gerade so bei 22, 21, 22 Grad mit 60% Luftfeuchtigkeit, wo ich jetzt sage, so in dem Status, wie die Pflanze gerade ist, aktuell alles soweit in Ordnung. Der Lüfter dreht hier auf Stufe 5 seine Runden. Ihr seht, die steht auf unserem Drain Master Setup, weil ich habe jetzt gleich vor, auch mit euch zusammen eben mal die Pflanze so zu gießen, dass wir hier einen ordentlichen Drain bekommen. Das habe ich nämlich die letzten Wochen nicht wirklich gemacht. Ich habe sie immer nur mit dem Pumpsprüher so leicht von oben besprüht, aber einen Drain hatten wir nicht wirklich. Aber mich interessiert natürlich extrem, was für ein pH-Wert das Gießwasser hat, was unten rauskommt und was für eine Leitwert die ganze Geschichte hat. Jetzt mal guckt, Pflanzenhöhe, Pflanzendach ist ungefähr jetzt bei 60 cm. Die Lampe hängt so bei knapp einem Meter, also haben wir so 40 cm Abstand. Und die Lampe ist so auf 70-75% geregelt. Und ich habe gerade eben auch noch mal gemessen, also ppfd ist bei 600, 630, sowas um den Dreh, schwankt je nachdem, wo man halt misst. Das entspricht meiner DLI hier. Ja, da sind wir bei 40. Also bei 40 der DLI möchte ich das auch halten. Ich muss auch tatsächlich hier nochmal eine Korrektur reinbringen, weil ich ja viel nur immer über die ppfd gesprochen habe, aber nie über die DLI. Ich bin wirklich bis vor kurzem davon ausgegangen, dass man sich auch einfach nur nach der ppfd regeln kann, aber die ist natürlich nicht zeitabhängig. Und hier haben wir es ja mit einer Automatic-Sorte zu tun und die Automatic-Sorte lassen wir ja auch immer konstant bei 18 Stunden belichten, nicht wie beispielsweise bei einer photoperiodischen Pflanze, wo man irgendwann auf die 12 Stunden runtergeht. Für die photoperiodischen,
Da sind teilweise Werte angegeben, die gehen bis zu 900 oder 1000 ppfd hoch. Das hat aber was damit zu tun, dass man natürlich die Belichtungszeit reduziert auf 12 Stunden. Damit bleibt aber in Summe die DLI konstant. Also ich hoffe, ihr konntet das nachvollziehen, aber ich möchte euch eigentlich nur dazu bringen, nicht den Anfängerfehler zu machen wie ich und sich nur nach der ppfd zu richten, sondern eben würde ich dem Anfänger in jedem Fall empfehlen, sich eher mal nach der DLI zu richten, ja, weil das bleibt auch je nach Pflanzensorte eben konstant. Der Inline-Lüfter, ja, der ist immer noch auf niedrigem Niveau am Laufen, weil ich einfach hier finde, mit meinen 55-60% Luftfeuchtigkeit und der Temperatur von 22 Grad kommen wir momentan ganz gut zurecht. Wir haben unseren Feuchtigkeitsmesser eben mal reingesteckt. Der ist so am Übergang zu Dry und das bedeutet, da das auch mein Finger sagt, können wir hier jetzt mal ordentlich was wässern. Ja, denn tatsächlich hat ein Liter auch nicht gereicht. Der Topf war schon ganz gut trocken. Jetzt kriegt die eben noch mal einen Liter hinterher. Die gute Dame. Du hast es jetzt nötig, ne? In deiner Phase brauchst du jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Das wird schön verteilt hier. Das Gute ist, durch die Mulchschicht, die ich oben drauf habe, ja, fließt es auch nicht direkt auf die Erde, sondern verteilt sich dann einfach mal so auf der Erdoberfläche etwas. So. Heute bist du durstig, meine Liebe. Pflanze macht Pipi. Alles in Ordnung. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt holen wir uns hier den Drain aus dem Drain Master raus. Produkt verlinke ich euch unten. So, die Urinprobe von der Pflanze sozusagen. Die ist jetzt hier im Becher. Jetzt bin ich mal gespannt. Also wir sind mit 6,4 pH-Wert reingegangen. Der pH-Wert ist tatsächlich recht hoch. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber es würde ja letztendlich dem entsprechen, was viele von euch auch schon gesagt haben, dass dieses mit der Zitronensäure eingestellte Gießwasser nicht unbedingt besonders lange stabil ist. Ja, vielleicht wird das in der Herde doch dann ganz gut durch die Zugabe von dem Urgesteinsmehl dann auch angehoben. Was haben wir denn für einen Leitwert? 1308. Also es wird auf jeden Fall was rausgespült, ja, an Nährstoffen und an Mineralsalzen. Mir fehlt die Erfahrung, Leute. Ich bin gespannt, was sagt ihr mir dazu? Muss ich mehr gießen? Muss ich mehr Drain erzeugen? Der pH-Wert macht mir ein bisschen Sorgen. Da muss ich mal schauen, dass ich vielleicht mal ein bisschen saurer gieße dann die nächsten Tage. Und einfach dann den Drain auch öfter kontrolliere. Gebt mir mal eure Tipps. Wie sollen wir hier weitermachen? Ich bin gespannt. So, und jetzt öffnen wir hier unser zweites Zelt von Mars Hydro. Oh, und wir sehen nichts. Die Lampe ist aktuell aus. Das liegt daran, dass ich das so geregelt habe, dass die mit ein bisschen Wechsel laufen, sodass jeweils immer mal eine Lampe läuft und die andere nicht, damit hier ein bisschen Temperatur im Keller gehalten wird. Aber wir überbrücken jetzt das Ganze. Ich steuere das nämlich gerade schon mit diesem netten Connector hier, dem USB-Controller. Mache ich nächste Woche ein separates Video zu, also das funktioniert wirklich super mit dem Timer. Was haben wir hier für einen Stand im Zelt mit der Mars Hydro FCE 1500 Lampe? Schaut mal. Fahren wir langsam runter. Wir haben eine recht hohe, angenehme Luftfeuchtigkeit von 90%. Lampe ist gerade aus, wir sind bei 20,8 Grad Celsius. Und hier hinten sehen wir, da kommt unser Kleemix so langsam raus in der Erde von Couple of Plants. Also die Living Soil wird gerade vorbereitet. Steht hier, ich halte es immer schön feucht an der Oberfläche, messe auch ab und zu mal die Feuchtigkeit unten. Und dann gehen wir eine kleine Etage tiefer und schaut mal, wer uns hier begrüßt. Zwei kleine fesche Ladies, die OG und die Purple. OG Kush von Royal Queen Seeds und die Purple Oreos F1 von Seedsman. Schaut sie euch an. Hier stehen die kleinen Süßen. Ja, und was soll ich sagen? Also, ihr seht hier, die standen auf einer Heizmatte. Die werde ich jetzt aber auch entfernen. Die habe ich benutzt, um die bei 25 Grad zu halten. Habe die Samen direkt in die Erde reingesteckt und 3 Tage später kamen die 2 raus. Also ich werde hier keinerlei Hokuspokus mehr machen mit irgendwelchen Cevas oder so. Also kann jeder gerne so machen, wie er möchte. Also für mich ist es jetzt einfach, der Versuch zeigt eindeutig, einfach Samen rein, Erde schön feucht, nicht zu feucht machen. Und nach 3 Tagen hat man ein Ergebnis.
Ob jetzt der Samen nach 2 Tagen schon rauskommt, also ich glaube jetzt mal ganz ehrlich, bei der Dauer, gerade von den beiden Fotos hier, wie lange die kultiviert werden, dieser eine Tag mehr oder weniger, macht für mich jetzt wirklich auch nicht so den ausschlagenden Grund. Dafür stresst mich das alles sonst zu sehr. Ja, aber sie stehen mit 40 cm Abstand. Ich habe sie so ein bisschen erhöht gestellt. Aktuell zur FCE 1500 Lampe hier von Mars Hydro. Die ist auf 25% normal gestellt und versorgt die Kleinen hier gerade 18 Stunden lang mit einer ppfD von 230. Das finde ich erstmal soweit in Ordnung. Die Kleinen bilden jetzt ihre Primärblätter aus. Hier die OG Kush, die haben so einen leicht länglicheren Stiel, also ein bisschen hier nach oben gegangen. Werde ich beobachten. Ich hoffe nicht, dass das noch weitergeht. Aber beim Umtopfen in die Living Soil hier werde ich sie dann entsprechend wieder tiefer einsetzen, also bis zu den Keimblättern, sodass sie hier am unteren Teil dann nochmal Wurzeln ausschlagen können. Also da mache ich mir gerade überhaupt gar keine Sorgen. Das sieht doch mal ganz gut aus, oder? Ich freue mich drauf. Die werden jetzt hier 2-3 Wochen in diesen kleinen Töpfchen bleiben. Solange hat der Klee noch Zeit, hier ordentlich Gas zu geben. Und dann werden die 2 umgetöppelt. Wie gesagt, Lampe läuft automatisch eingestellt über einen Timer. Der schöne Lüfter hier von Mars Hydro hinten dreht natürlich auch schon seine Runden, um einen stabilen Stamm bei den neuen Pflänzchen zu erzeugen und einfach hier auch bei der hohen Luftfeuchtigkeit natürlich für eine gewisse Luftbewegung zu sorgen. Und unseren Inline-Lüfter, der schlummert noch, der wartet auf seinen großen Einsatz. Gut, jetzt verwöhne ich euch noch mit den Makroaufnahmen von unserer Royal Haze Automatic und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut, ihr Lieben da draußen. Und bis die Tage. Ciao.